Hallo, liebe Käferfreunde. Ihr habt Lust auf Klugscheißer Käferwissen, sonst hättet ihr diese Sendung nicht eingeschaltet. Ich weiß es. Und heute dreht es sich um diese schönen 100.000 Kilometer Uhren. Die kennt ihr alle. Kennt ihr nicht? Dann erzähle ich es euch jetzt. Diese schicken 50er Jahre Herrenuhren wurden vom Volkswagenwerk herausgegeben, wenn man mit seinem Käfer oder mit seinem Bulli 100.000 Kilometer gefahren ist und das die VW-Werkstatt des Vertrauens bezeugt hat. Ja, die 100.000 Kilometer sind echt und ja, er hat hier nicht den Motor heimlich reparieren lassen. Dann wurde das dem Volkswagenwerk gemeldet und das Volkswagenwerk zeichnete dann den VW-Fahrer mit dieser schönen Uhr aus. Immer schwarzes Zifferblatt, golden eingefasst, gab es mit arabischen Ziffern, gab es mit römischen Ziffern, gab es von Laco Sport, von Maute, von Porta, von Junghans. Es gab verschiedene Uhrenherstellern. Immer gleich war die Tatsache, dass hinten diese Uhren, und daran könnt ihr sie auch heute noch erkennen, ein großes VW-Zeichen eingraviert hatten, mit einem Lorbeerkranz drumherum und dem Schriftzug 100.000 Kilometer. Und damit nicht genug. Zu der Uhr gab es, wir arbeiten uns jetzt so ein bisschen von der Seltenheit der Teile von unten nach oben durch. Zu der Uhr gab es eine vergoldete Anstecknadel. Obacht, wenn ihr die heute kaufen wollt, sie ist relativ selten und sie muss hinten gestempelt sein. Guckt euch die genau an, so sieht sie aus und hinten ist eine Stempelung drin, die besagt, dass die Vergoldung wirklich echt ist. Ansonsten ist es nämlich Kram von der Kirmes und keine 5 Euro wert. Das hier im Übrigen ist diese vergoldete Anstecknadel im Original 50er Jahre Etui. Da wird es schon sehr selten. Dazu gab es 2 Plaketten fürs Auto, eine für außen, eine für innen. So sah die aus. Auch da gab es verschiedenste Ausführungen im Internet. Könnt ihr das ansehen, wie die aussahen. Augen auf wegen den verschiedenen Fälschungen. Und dazu gab es eine Urkunde, die konnte sich dann Onkel Fred unten in die Kellerbar hängen und damit vor seinen Kegelbrüdern ein bisschen angeben. So, das ist jetzt schon alles ziemlich selten. Jetzt gehen wir zu der Abteilung sehr selten. Sehr selten ist hier diese VW-Uhr und die hat ein perlmuttfarbenes Zifferblatt. Sie ist auch deutlich größer, hier im direkten Vergleich sieht man es, als die regulären Uhren, und wenn man die umdreht, schaut mal hier, die hat sogar eine Datumsanzeige, ist also wesentlich aufwendiger und auch teurer wahrscheinlich damals gewesen. Wenn man die umdreht, da sieht man das VW-Zeichen viel kleiner, mit einem kleinen Lorbeerkranz und ohne 100.000 Kilometer Schriftzug. Die Experten streiten sich ein bisschen, was das für eine Bewandtnis hatte. Die einen sagen, das ist gegen Ende der Aktion, deswegen ist das VW-Zeichen auch kleiner. Ich sage, eher nicht, denn die Uhr ist ja viel teurer. Es gibt dann welche, die sagen, das war für 200.000 Kilometer, denn natürlich auch das war selten, aber technisch machbar. Und jetzt kommen wir zum noch selteneren Stück. Schaut her, das hier ist eine Urkunde aus den 50er Jahren. Wieso 50er Jahre? Erstens, sie ist viel größer als die von 1961, als die Aktion kurz vor dem Ende war. Die hier ist größer, aufwendiger. Und das Nonplusultra, sie ist noch nicht ausgefüllt. Sie ist echt, sie stammt aus den Katakomben des Volkswagenwerkes in Wolfsburg und ist im Übrigen natürlich auch wie alles hier käuflich zu erwerben. Man kann dann hier dieses Stück VW-Geschichte ruinieren, indem man seinen eigenen Käfer einträgt, nachdem man das bei mir gekauft hat. Und dann kann man sich zu Hause an die Wand der Kellerbar hängen und damit vor seinen Kegelbrüdern angeben. Man kann das aber auch lassen und sich so an diesem wunderbaren Stück Geschichte freuen. Man kann jetzt aber auch noch viele Schippen drauflegen, was die Seltenheit angeht, denn ich hole mal ein bisschen aus. Bisher haben wir ja immer nur von den Herren der Schöpfung geredet. Die Herren, die mit ihrem Käfer oder mit ihrem Bulli 100.000 Kilometer gefahren sind, was ja schon eine Leistung war. Man muss sich ja vorstellen, es gab nicht so viele Autobahnen. Es ging über Stock und Stein, das Material war auch wirklich nicht so gut und das musste man auch erstmal schaffen. Heute hat man 100.000, wenn man beruflich unterwegs ist, in einem Jahr runtergespult. Damals brauchte man schon ein paar Jahre dafür. Und jetzt stellt euch vor, der
die 50er Jahre und es war natürlich weder verboten noch gesellschaftlich anstößig, dass das zum Beispiel auch die Avon-Beraterin auf ihrer großen Tour schaffte, mit ihrem Käfer 100.000 Kilometer zu fahren, ohne den Motor zu ruinieren. Und für diesen sehr seltenen, aber durchaus denkbaren Fall ließ sich das Volkswagen-Werk nicht lumpen und gab dann selbstverständlich an die Avon-Beraterin keine Herrenuhr aus, sondern eine Damenuhr. Und da kommen wir jetzt zum wirklich heiligen Gral. Ich habe es in meinem Leben erst 3-mal gesehen, inklusive dieser Uhr hier. Guckt euch das an. Ist die schick, ist die filigran? Und auch hier ist hinten das VW-Zeichen mit dem Lorbeerkranz und den 100.000 Kilometern eingraviert drauf. Seltener als jeder KDF-Wagen. So, Leute, und jetzt guckt euch das an. So elegant und anmutig kann Gleichberechtigung daherkommen. Es bedarf nicht der hässlichen Fratze des Gendergedöns. Das lassen wir jetzt mal eine Woche sacken. Jetzt haben wir aber wirklich wieder was gelernt. Bis demnächst.